muss sich beugen vor dir. Wer ist wie du? Wer kommt dir gleich? Wer ist mächtig wie du? Du beugst dich zu mir und hebst mich auf. Bei dir bin ich zu Haus. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Jesus, Name über alle Namen. Jesus, Jesus, hoch erhoben ist dein Name. Jesus, 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 Name über alle Namen. Jesus, Jesus, hoch erhoben ist dein Name. Wer ist wie du? Wer kommt dir gleich? Wer ist mächtig wie du? Du beugst dich zu mir und hebst mich auf. Bei dir bin ich zu Haus. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Keiner ist größer, keiner ist stärker, alles muss sich beugen vor dir. Deine Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Jesus, Name über alle Namen. Jesus, Jesus, hoch erhoben ist dein Name. Jesus, 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 Name über alle Namen. Jesus, Jesus, hoch erhoben ist dein Name. Guten Morgen, herzlich willkommen hier vom Gospel Life Center. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Morgen. Es ist Sonntag, trotz Zeitumstellung. Ich freue mich, dass ihr wach seid, dass ihr bereit seid, mit uns gemeinsam Jesus zu loben und zu preisen und sein Wort zu hören. Ich heiße John Angelina, ich bin Pastor hier im Gospel Life Center und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir wollen gleich beginnen im Gebet und wir wollen gleich mit unserem ersten Lied deklarieren, Jesus ist der Herr. Trotz der Umstände, trotz der Situation, Jesus bleibt Herr über alles und über allen. So lass uns zusammen beten und gemeinsam, ihr solltet und könnt mit uns einstimmen und Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Himmlischer Vater, im Namen Jesu, wir kommen zu dir an diesem Morgen. Und wir danken dir für die Gewissheit, dass Jesus der Herr ist. Trotz Umständen, die vielleicht nicht so bequem sind, Jesus, du bleibst treu. Du bist der gute Hirte. Und du hast uns versammelt via diesen Livestreaming heute Morgen, damit wir von dir Trost und Hilfe und Ermutigung erfahren dürfen. Und das spreche ich aus über unsere Geschwister. Das spreche ich aus über jede Zuschauer und jede Zuschauerin. Und ich danke dir für deine Nähe.
auch für uns hier in der Gemeinde und auch für denen, die zu Hause sind. Ich danke dir, dass du hier bist. Du sagtest, wo 2 oder 3 versammelt sind in deinen Namen, da bist du. Und in deinen Namen sind wir versammelt und wir schämen uns nie zu sagen, Jesus, du bist der Herr. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr aller Völker. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker und sein Thron steht fest. Sein Thron steht fest in Gerechtigkeit. Sein Thron steht fest in Wahrheit. Jesus hat durch sein Blut unseren Feind besiegt. Er ist der starke Erlöser. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Sein Thron steht fest. Sein Thron steht fest in Gerechtigkeit. Sein Thron steht fest in Wahrheit. Jesus hat durch sein Blut unsere Feind besiegt. Er ist der starke Erlöser. Du bist der Herr. Jesus ist der Herr. Oh, du bist der Herr. Jesus ist der Herr. Oh, du bist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr aller Völker. Jesus ist der Herr. Und lass ihm der Herr sein, auch über diesen Moment, diesen Zeit und diesen Raum. Jesus ist derjenige, der sagte, wenn du keinen Weg mehr weiter siehst, ich werde einen Weg für dich vorbereiten. Er ist our Waymaker. Here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker,
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Yes, you are. I worship you, I worship you. Lass ihn dein Herz berühren an You diesem Morgen. are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And 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 that is who you are. That is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. 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 And that is who you are. Jesus, du bist diejenige, der für uns einen Weg immer bereit ist. Immer ein Blick nach vorne. Immer uns Hoffnung und einen neuen Sieg zu geben. Und ich weiß, das ist genau, was du an diesem Morgen tun möchtest. Well, ihr Lieben, nochmal herzlich willkommen hier im Gospel Life Center. So haben wir normalerweise unsere Gottesdienste an dieser Stelle. Ich begrüße alle, die zum ersten Mal dabei sind. Ich möchte auch alle, die vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst miterlebt. Das sind nur ein paar Ansagen an dieser Stelle zu machen. Jeden Dienstagabend um 19 Uhr. Wir haben ein gemeinsames Gebet. 1 Stunde beten wir zusammen. Für das Land, für die Regierung, für die Menschen, die gerade jetzt so herausgefordert sind. Das heißt die Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger und alles, was dazu gehört. Wir beten auch für die Forscher und Wissenschaftler, dass schnell eine Lösung wird, ein Impfstoff wird entdeckt für diese Situation. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie wir in der ganzen Welt plötzlich vereint sind
mit derselben Herausforderung. Aber ihr Lieben, ich sage euch eines. Wir, die an Jesus Christus glauben, wir lernen so viel und wir werden anders sein, wenn alles vorbei ist. Ich glaube, die Wertschätzung, nur die Freiheit zu haben, zusammenzukommen. Ich muss sagen, ich vermisse euch. Wenn ich schaue den großen Raum an hier und alle leeren Stühle, die hier sind, ich sehe eure Gesichter, die ich kenne. Und ich bin völlig überzeugt, wenn alles vorbei ist, wird nicht genügend Plätze hier sein. Weil ich weiß, Gott ist am Wirken. In unserer Not, Gott kommt und zeigt uns seine Güte. So, Dienstagabend Gebet. Wir werden weiterhin unser Felsenfest-Series weiter fortsetzen. Das ist unser Bibelstudienabend von 19 Uhr bis 20 Uhr. Wir werden weiterhin über dieses geistliche Vollmacht, die Gott uns anvertraut hat, anschauen. Aber ich habe etwas ganz Besonderes aus unseren vergangenen Themen mit euch anzuschauen. So, ich sage nichts mehr, ich sage nur, schalte ein, Freitagabend, 19 Uhr. Und dann wiederum, solange das diese Einschränkung ist, wir werden hier live unsere Gottesdienste um 10:15 Uhr von hier, vom Gospel Life Center austragen. Auch möchte ich an dieser Stelle sagen, in unseren Gottesdiensten, das ist die Zeit, wo wir Gott ehren, mit unseren Finanzen, mit unseren Gaben. Es gehört zu unserer christlichen Herkunft. So ist das, dass wir dürfen einen Teil von das, was Gott uns anvertraut hat, nehmen und weitergeben. Und dass Menschen können durch unsere Geberfreudigkeit erleben, wie Gottes Güte ist. Und so, Vater, ich danke dir im Namen Jesu für deine Versorgung für uns als Gemeinde. Ich danke dir, Vater, für die Art und Weise, wie du nicht nur für uns als Gemeinde sorgst, sondern auch, Vater, wie du für jede Einzelne sorgst. Ich weiß, dass viele von uns haben Einschränkungen, haben vielleicht Unsicherheit für die Zukunft, aber du bist ein sicherer Ort. Du bist der Ort, wo wir hingehen können und du bist der Gott, der sagt, ich werde für euch sorgen. Wir bekennen dich als unser Versorger. Und so, wir danken dir an dieser Stelle. Ihr Lieben, ich glaube, die werden jetzt einblenden, wie man die Gemeinde unterstützen kann. Es gibt eine Bankverbindung. Es gibt auch die Möglichkeit, über PayPal direkt eine Spende zu geben. Und ich möchte euch danken, weil erstaunlicherweise wir waren fähig sein, unser normales Budget für März abzudecken, nur wegen eurer Treue. Ich möchte euch auch sagen, alle unsere Mitarbeiter sind zurzeit in Kurzarbeit gegangen, damit wir nicht in Probleme kommen. Wir haben diese Woche auch mit der Vermieterin hier gesprochen und sie kommt uns enorm entgegen. Wir werden gemeinsam durch diese Situation gemeinsam kommen. Aber wir brauchen eure Helfer, genauso wie wir alle Gottes Helfer brauchen. Und das ist sein Plan, wie die Gemeinde sollte unterstützen. So, lasst mich gerade jetzt auch einen Segen aussprechen für jeder, der trotz der Situation den Namen Jesus geehrt hat mit euren Spenden. Vater, ich danke dir für die Geberfreudigkeit in diesem Haus und für die Menschen, die vielleicht nicht normalerweise hier kommen und trotzdem haben Segen erlebt und sagen, ich möchte Anteil haben an das, was im Gospel Life Center geschieht. Vater, segne sie, helf sie, lass in dieser Zeit übernatürliche Versorgung kommen. Und wir stehen gegen alle Zukunftsängste und Sorgen. Wir lassen unser Augenmerk viel lieber auf dich herrichten, weil du bist ein großer Gott. Amen. Wir wollen an dieser Stelle nicht nur mit unserem Geben, sondern auch mit unseren Liedern weiterhin ehren, weil er ist ein großer Gott und er ist würdig, unser Lobpreis zu empfangen. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung bietet an, die Schöpfung bietet an. Er kleidet sich im Licht, das Dunkel hält ihn nicht. Und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr,
Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Und von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, so groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Und sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Und sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Yes, he does. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Vater, ich danke dir so sehr, dass wir wirklich in dir geborgen sind und dass wir bei dir Ruhe finden und Frieden finden. Diese Ruhe und diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich danke dir so sehr dafür. Und ich bete, dass wir uns danach ausstrecken, wirklich jetzt in deiner Nähe zu sein. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir.
und du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann. In Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. Du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meiner Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. Du bist ein starker Turm und du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer, meine Seele in mir, Herr. Friede mit dir, Friede mit dir. alles biegt, vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Vater, du bist größer als der Sturm und ich werde still, weißt du bist Gott. In dir allein find ich Ruhe, weißt du bist stark. Setz mein Vertrauen auf dich, wenn das Meer sich türmt und
und alles bebt, vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Vater, du bist größer als der Sturm und ich werde still, weißt du bist Gott. Und in dir allein finde ich Ruhe, in dir allein finde ich Ruhe, weißt du bist stark. Setz mein Vertrauen auf dich, wenn das Meer sich türmt und alles bebt, vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Vater, du bist größer als der Sturm und ich werde still, weißt du bist Gott. Wenn das Meer sich türmt und alles bebt, vertraue ich auf dich, weil du mich liebst. Vater, du bist größer als der Sturm und ich werde still, weißt du bist Gott. Ich werde still, ich werde still, weißt du bist Gott. Ich werde still, weißt du bist Gott. Du bist Gott. Jesus, du bist Gott. Und du bist diejenigen, der in unser Sturm, Ruhe hineinsprechen kannst. So wir danken dir. Wir danken dir für diese Gewissheit an diesem Morgen. Wir danken dir für dein Wort, das wir heute Morgen jetzt hören dürfen. Lass es Ruhe und Friede bringen in unser Sturm, damit wir Licht in der Dunkelheit sehen, wissend, du hast einen Weg gebahnt für jeder einzelne von uns. Amen. Ja, ich setze meine Gitarre ab und mein Mikrofon hier ab. Hole ich einen Schluck Wasser zu trinken. Manchmal ist es sehr trocken hier in der Raum, ohne Menschen. Und es könnte nicht eine bessere Einleitung sein für das, was ich im Herzen habe für heute Morgen, als was wir gerade gesungen haben. Mein Titel ist Hoffnung, eine feste Anker der Seele. Oder Hoffnung ist eine Anker für deine Seele, für meine Seele. Und was das bedeutet, man muss es vorstellen, wie ein Segelschiff, der irgendwo hinsegelt und plötzlich taucht ein unerwarteter Sturm auf. Weil das Erste, was ein guter Kapitän macht, ist, er sucht einen sicheren Hafen. Und dann muss er ganz sicher sein Anker rauswerfen, damit dieses Schiff in dieser sicheren Hafen dieser Sturm überlebt. Und das ist genau das Bild, das wir werden bekommen von Gottes Wort. Sieh, wir müssen verstehen, Gott ist nicht überrascht mit das, was auf der Erde im Gange ist. Sogar so, Jesus hat uns vorgewarnt. Darf ich nur einen kleinen Satz geben, was Jesus uns erzählte über diese Zeiten, über dieses, was das Neue Testament benennt, die Endzeit, wie er das beschrieben hat. Er sagte, das ist Lukas 21, Vers 26. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Eine Hoffnung für alle Übersetzungen heißt Folgendes: Ungewissheit und Furcht treiben sie zur Verzweiflung. Ach, ich merke das. Man merkt das, wenn man die Tagesschau anhört oder anschaut und man liest in den Zeitungen, was zurzeit im Gange ist.
Es gibt so viel Unsicherheit, denn es ist eine sehr gefährliche Zeit, keine Frage. Menschen in meinem Alter, Menschen mit vielleicht, wie ich bin, mit ein bisschen Vorerkrankung, sind enorm gefährdet. Aber ich habe meine Hoffnung in meinen Jesus eingesetzt. Ich habe gelernt, nicht in Furcht und Verzweiflung zu gehen, sondern die Situation anzuschauen und in erster Linie zu sagen, was soll ich jetzt tun in der Situation? Für mich, es heißt wirklich aufzupassen, Abstand zu nehmen, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin zu Hause oder komme ich direkt hier für den Sonntag, Dienstag und Freitags. Das war's. Ich kann sogar meinen kleinen Enkelsohn, Sascha Junior, nicht in den Arm nehmen. Das ist das Schwierigste für mich zur Zeit. Aber ich weiß, dass es sicher für ihn und für mich ist. So, ich tue, was ich tun kann. Gott hat uns einen Geist nicht von Angst und nicht vom Versagen gegeben, sondern ein Geist mit Kraft, Liebe und es heißt Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet gesunden Menschenverstand. Und gesunden Menschenverstand gehört genauso zu unserem Leben des Glaubens als auch eine Verheißung Gottes. So, ich tue, was ich tun kann, aber ich verlasse mich nicht auf mein Tun. Ich weiß, dass Jesus umgibt mich wie ein Schild. Er ist dieser sichere Hafen und er hat in jedem Sturm eine Antwort für mich und für dich. Und er hat uns sogar einen festen Anker gegeben. Wir werden das gleich anschauen. Wir werden ein kleines Studium aus Hebräerbrief Kapitel 6 miteinander anschauen. Und vielleicht gehen wir das dort gleich jetzt hin. Wir fangen an im Vers 11. Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch, so der Schreiber hier schreibt zu uns, die an Jesus Christus glauben. Ich schreibe an euch, dass jeder von euch denselben Fleiß bis ans Ende beweise, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung, dass ihr ja nie träger werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Now, das klingt ziemlich kompliziert. Ich zitiere nur einen Satz in Vers 11 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Das hilft uns, es ein bisschen besser zu verstehen. Vers 11 in der Hoffnung für alle sagt, wir haben nur einen Wunsch. Haltet mit diesem Eifer an der Hoffnung des Glaubens fest, bis ihr das Ziel erreicht. Das ist eine erstaunliche Aussage. Hoffnung und Glaube sind nicht dasselbe, aber die gehören zusammen. Sogar so, unser Glaube fängt an zuerst aus Hoffnung. Und so, ich möchte ein bisschen definieren, was Hoffnung wirklich ist. Now, für die vielleicht neu sind durch die Live-Übertragungen oder haben unsere Gottesdienste nicht erlebt in der Vergangenheit, wir haben gerade in den letzten Wochen, bevor das alles passiert ist, über Glaube ist gesprochen. Man kann zu unserem Podcast gehen, man kann das kostenlos downloaden, man kann der ganzen Thematik über was Glaube wirklich ist, zu Hause studieren. Man hat Zeit zur Zeit. Die meisten von uns arbeiten nicht normalerweise in den normalen Stunden. So, nimm die Zeit, bau dein Leben auf im Gottes Wort. Aber wir wollen unser Augenmerk nicht auf den Glauben setzen heute Morgen, sondern auf das, was unser Glaube Richtung gibt. Ich hatte dieses Bild heute Morgen gehabt. Ich bin sehr früh aufgestanden und ich wusste, es ist Zeitumstellung heute und vielleicht bin ich innerlich ein bisschen vorgewarnt, dass ich nicht zu lange schlafe. So ich bin extra früh wach geworden und ich hatte dieses Bild von einem Segelschiff. Und man könnte das vorstellen, der Heilige Geist ist wie Wind auch verglichen. Ihr kennt die Geschichte, wir haben das am Freitagabend studiert. Am Pfingsten, wie ein gewaltiger Wind, kam der Heilige Geist. Well, wir segeln auf dieses Meer des Lebens. Und dann kommt dieses Wind des Heiligen Geistes. Dann musst du wissen, als guter Segler, dein Segel hochzuhalten, damit der Wind dir Antrieb gibt.
Well, der Wind kommt von Gott. Das Segel ist wie unser Glauben, die uns Antrieb gibt. Aber es gibt ein kleines Steuerelement in ein Segelboot. Und der Kapitän muss dieses Steuergerät in der Hand nehmen und das gibt den Wind und den Segel Richtung. So ist Hoffnung. Hoffnung gibt unser Glauben eine Richtung. Sogar so, es muss zuerst da sein, bevor wir wirklich unser Segel hochsetzen können. Wir spüren, Gott möchte etwas tun, aber das Wort Gottes hat die Fähigkeit, uns eine übernatürliche Hoffnung. Na, was meine ich bei das? Lass mich das hier vorlesen. Hoffnung ist eine freudige Erwartung, die ihren Ursprung in Gottes Güte und in seiner Verheißung hat. Sogar so Abraham erlebte das, indem er lernte, wie man Gott vertraut. Na, wir haben in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel über Abraham gesprochen. Aber ich möchte nochmal mit Abraham, dass wir uns beschäftigen zusammen mit Abraham, weil wie Glaube und Hoffnung in sein Leben zusammengewirkt hat, ist beispielhaft für uns. Wir gehen zurück zu Römerbrief Kapitel 4, was wir in der Gemeinde vor einigen Wochen studierten. Ich möchte nur einen Satz hier rausholen für uns. Oder vielleicht 2 oder 3, weil sie sind so gut. Römerbrief Kapitel 4, Vers 18. Abraham hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Na, das ist eine erstaunliche Aussage. Gegen alle Hoffnung. Wie kann ich das verstehen? Wenn ich das so sage, vielleicht ist das noch verständlicher. Gegen alle natürliche menschliche Hoffnung ist eine übernatürliche, von Gott gegebene Hoffnung in seinem Herz gekommen. Was war das? Es ist, als Gott zu ihm kam. Er ist 99 Jahre alt. Das ist hier der Neuen Testamentliche Bericht von was geschehen ist in 1. Mose Kapitel 17. Als Gott kam, Abraham ist zur Zeit 99. Er hieß damals Abraham. Er ist noch nicht Abraham umbenannt. Das kommt in diesem Kapitel vor. Und Gott hat ihm gesagt, ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der mehr als genug ist. Und gegen alle Hoffnung, dass er ein Kind erzeugen könnte, hat Abraham neue Hoffnung empfangen. Er hat einen neuen Namen empfangen. Du bist nicht mehr Abraham, das heißt Fürst oder netter Kerl. Du bist Vater vieler Völker, Abraham. Und mit dieser neuen Sichtweise ist Abraham in eine neue Ebene des Glaubens gekommen. Und es waren nur wenige Wochen danach, Sarah war schwanger. Wow! Er ist 99, sie ist 90 und die haben Isaac hervorgebracht. Und Isaac heißt übersetzt Lachen. Ja, die sagten, oh mein Gott hat uns zum Lachen gebracht. Die waren sehr verzweifelt. Aber Gott hat sich zum Lachen gebracht. Und Gott wird dich auch wieder zu Lachen bringen, auch in dieser eingeschränkten Zeit. Weil er ist derselbe Gott, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Aber wir müssen lernen, was Abraham gelernt hat. Gegen alle Hoffnung, er hat eine übernatürliche Hoffnung empfangen, dass er ein Vater vieler Völker wäre, wie zu ihm gesagt worden war, also soll dein Same sein. Hier geht's los was. Er wurde nie schwach im Glauben, sodass er schon seinen erstorbenen Leib in Betracht gezogen hätte. In anderen Worten, als er seine natürliche Einschränkung. Für Abraham war das, ich bin 99. Für dich, es mag sein, ich kann zurzeit nicht in die Arbeit gehen. Vielleicht bist du selbstständig. Ich kann meine Arbeit, meine Firma nicht weiterleiten. Wie geht's weiter? Gott sieht deine Situation. Er hat dich nicht vergessen. Genauso wie Abraham musste seine Einschränkungen anschauen, müssen wir diese momentanen Situationen anschauen, aber durch den Augen von was Abraham gelernt hat, den Augen der Hoffnung und des Glaubens. Und es heißt hier, er schaute das an, auch Sarah, seine Frau. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Now, der Grund, warum er Gott die Ehre gab, ist der nächste Teil des Satzes, weil er völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Sieh, deswegen ist die Bibel so wichtig für dich und für mich. Hier lernen wir ihn zu kennen.
Hier ist die Quelle von deinem Glauben. Hier wirst du lernen, eine Überzeugung zu entwickeln, wo du auch irgendwann wie Abraham so ein Punkt kommst in deinem Leben, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Und an diesem Punkt ist Glaube entstanden. Abraham war völlig überzeugt, wenn Gott das versprochen hat, Gott wird das zustande bringen. Und er ist nicht in Zweifel zum Boden gefallen. Er hat seinen Glauben gestärkt und er hat das getan, genauso wie Deborah und ich heute Morgen mit euch Gott gepriesen. Er gab Gott die Ehre. Sieh, unser Lobpreis ist so viel mehr als nur Lieder singen. Es ist nicht den Teil der Gottesdienst, wo wir müssen uns irgendwie warm machen und irgendwie gefühlsmäßig uns aufpumpen. No, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von deinen und meinen Glauben, von unserer Überzeugung. Umso mehr, dass wir Gott ehren für das, was er wirklich ist, für das, was er schon verheißen hat, umso mehr lenken wir unser Augenmerk auf unser unmögliche, hoffnungslose, eingeschränkte Situation und wir schauen auf einen Gott, der grenzenlos ist, der alle Macht hat in seinen Händen, der uns kennt, liebt und für uns sorgt. Es verändert vielleicht nicht gleich deine Situation, aber es ändert dich. Und wenn du verändert bist, wenn du eine Veränderung erlebt hast, dann beginnst du in deine Gebete, in deine Bekenntnis, in deinen Glauben, in deiner Hoffnung, deine Situation zu ändern. So war das damals für Abraham und tausende von Jahren später, so ist das für uns heute. Wir müssen nicht so sein, wie Jesus sagte, dass Menschen werden verzweifelt sein, weil sie schauen, was im Gange ist. No. Wir schauen das an, wir erkennen das, aber wir lassen nicht, dass Zweifel in uns hineinkommt. Wir lassen viel lieber, dass der Glaube in uns wächst, indem wir Gott Ehre geben. Now, lass uns zurückgehen zu Hebräerbrief Kapitel 6 nochmal. Wir haben Vers 11 gelesen. Ich möchte nochmal Vers 12 lesen, weil es ist so wichtig, dass wir nicht träger werden. Das heißt müde. Weißt du, wir kennen das. Wir können sehr müde sein in unserer Seele. Wenn deine Gedanken ist beladen mit Sorgen und Ängsten. Es ist wie ein 100 Sack Zement auf deinem Rücken und du kannst deinen Kopf nicht mehr hochhalten. Nein, wir müssen lernen, nicht träge zu werden, nicht müde zu werden innerlich, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld. Wir müssen lernen, Menschen anzuschauen, die auch das entdeckt haben. Menschen in die Bibel, aber auch Menschen heutzutage, die wir kennen, die im Glauben vielleicht ein bisschen vorausgegangen sind. Ich weiß für mich als Pastor, das ist immer mein Gebet. Herr, hilf mir, ein gutes Beispiel zu sein. Sieh, ich bin nicht der Boss über die Gemeinde. Jesus ist der Boss über die Gemeinde. Aber er hat Verantwortung in Menschen eingesetzt, um Vorbilder zu sein. Und ich bete, dass mein Leben wird ein Vorbild sein. Deswegen bin ich ganz offen, wenn ich Probleme habe oder wenn ich Fehler gemacht habe. Ich habe keinen Scheu zu sagen, ich habe missgebaut. Aber ich werde dir immer sagen, wie Gott aus meinen Situationen etwas Schönes gemacht hat. Manchmal trotz mich, weil er so gut ist. Weil ich weiß, was Gott für mich tut, er tut für dich. Er schaut der Person nicht an. Er liebt uns alle gleich wie seine Lieblingskinder. So, es braucht Glauben, aber nicht nur Glauben, es braucht Geduld. Und dieses Wort Geduld ist nicht nur da sitzen und warten. Dieses Wort Geduld in der Ursprache ist Beständigkeit, ist konstant sein. Es ist diese Gedanken von Standhaftigkeit. Und ich glaube, das ist eine der schwierigsten Lektionen, die du und ich lernen können, ist in schwierigen Situationen, wenn ein Strom im Gange ist. Wir müssen lernen, wir haben einen Anker, die wir rauswerfen können, die uns festhalten werde, durch den Sturm vorbei ist. Und es braucht nicht nur unser Vertrauen, es braucht Geduld, Beständigkeit, konstant zu sein. Ich stehe auf und gebe Gott Dank, egal wie es mir geht, egal wie die Einschränkung mir auch auf den Nerven geht, genauso wie bei dir.
Ich gebe Gott Dank, weil ich weiß, es wird ein Ende geben. Und ich weiß, wenn es alles vorbei ist, der Leib Christi, unsere Gemeinde, dein Leben sollte besser sein, nicht weniger sein. Gerade jetzt, alles deutet hin auf Wegnehmen. Jesus hat gesagt, es gibt einen Dieb. Er kommt zu rauben, töten und zu stehlen. Aber Jesus, der gute Hirte, ist gekommen, damit du und ich Leben haben können und Leben im Überfluss. Das ist sein Wille für uns. Und manchmal in das Leben, es sieht nicht so aus, aber bleib beständig. Nimm deinen Glauben verbunden mit dieser Ausdauer, mit dieser Beständigkeit und du wirst nicht enttäuscht sein. Gott ist treu. Abraham hat das gelernt. Ich habe das immer wieder in meinem Leben gelernt und ich möchte, dass du das auch zu Hause erfährst. In dein Leben, deiner Familie, in deiner Arbeit, für uns als Gemeinde. Na, wir wollen ein Stück weitergehen. In Vers 17. Jetzt fängt der Schreiber an in Kapitel 6, Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 17, über Gottes Zuverlässigkeit. Und er gibt uns einen gewissen Blick hinter die Kulisse, wie ernst Gott seine Verheißung nimmt. Seht, manchmal, wir sind am Kämpfen mit, was sind die Verheißungen? Kann ich das wirklich glauben? Ist das Gottes Wille für mich? Wir müssen lernen, auf Gott zu schauen. Der nimmt seine Verheißung so ernst. Er hat uns 2 unbewegliche Dinge gegeben, damit wir einen Anker in unserer Seele haben können für den Sturm. Ich bin ein bisschen zu schnell vorausgegangen. Lesen wir das hier zusammen. Vers 17. Menschen schwören einen Eid, um zu bekräftigen, dass ihre Aussage wahr ist und um mögliche Zweifel auszuräumen. Das ist normal. Ich weiß, bei uns in Amerika, ich bin sicher, es ist auch ähnlich hier in Deutschland, man schwört meistens auf die Bibel. Ich schwöre, das, was ich jetzt sage, ist die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Ich lege nicht dazu und nehme gar nichts weg. Man tut das, weil dieses Buch repräsentiert eine höhere Autorität. Und der Gedanke ist, wenn ich ein Eid schwöre auf etwas, was höher ist als mir selber als Mensch, dann es sollte alle Zweifel ausräumen, dass was ich jetzt sage, nicht in Frage gestellt sein sollten. Es ist die Wahrheit. Well, schau, was Gott hier sagte. Dabei berufen sie sich auf eine Autorität, die über ihnen steht und von allen anerkannt wird. Gott hat einen Eid geschworen, und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir als Erben, die hier gemeint sind du und ich, die an Jesus Christus glauben. Wenn du diese Botschaft jetzt hörst und du sagst ganz ehrlich, Jesus ist mein Herr, bist du ein Erbe Christi, ein Erbe Gottes. So er redet direkt zu dir. Und falls du diesen Gottesdienst und diesen Predigt hörst und du bist noch nicht überzeugt oder du hast noch nicht in dein Leben Jesus gesagt, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz. Wir werden für dich am Ende von der Predigt heute Morgen spezifisch beten. Du kannst auch heute Morgen während dieser Übertragung ein Kind Gottes werden. Du kannst ein Erbe Gottes sein. Und dann ist das, was wir hier lesen, auch für dich gültig. Sogar so heute Morgen. Und zwar zusätzlich einem Versprechen, damit wir als Erben seiner Verheißungen die unumstößliche Gewissheit haben. Unumstößliche Gewissheit. Zweifelfrei. Felsenfest, dass wir die Verheißung wirklich annehmen können. Welche Verheißung? Well, Paulus sagte, jede Verheißung ist Ja und Amen. Das heißt, so sei es. Now schau es hier, dass er seinen Zusage einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt 2 Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. 2. Welche? Gottes Verheißung und seinen Schwur. Sieh, Gott hat nicht nur uns seine Verheißung gegeben, er hat auch einen Schwur über seine eigenen Verheißung gegeben. Und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns, hier geht's los, ein sicherer und fester Anker.
der bis in den Himmel, bis zu Gott selbst reicht. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Ihr Lieben, jeder gute Segler weiß, ich muss den Anker sehr fest in guten Boden reinlegen. Weil wenn der Anker los werden, der Gefahr ist, das Schiff wird hin und her geworfen und könnte entweder ans Land geworfen oder auf dem offenen Meer irgendwie verloren gehen. Unser Anker, dass Gott uns zwei Dinge gegeben hat. Er hat uns die Verheißung und auch, er sagte, ich schwöre bei mir selber. Es gibt keine höhere Existenz als Gott. Und Gott sagte, ich schwöre bei mir selber, das, was ich versprochen habe, das werde ich tun. Ich stehe hinter mein Wort. Und das sollte für uns dieses unumstößliche Gewissheit vermitteln. Und es sollte für uns ein fester Anker sein für unsere Seele. Na, was ist die Seele? Sieh, das Neue Testament lehrt uns, dass wir Menschen sind Geist, Seele und Leib. Unser Geist ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, wo neues Leben kommt. Ein neues Herz, hat Gott gesagt, werde ich dir geben. Ich werde euch reinmachen. Und das ist hier in unser Herzen gemeint. Unsere Seele aber ist der Ort, wo wir Überlegungen, Gedanken haben, Gefühlsebene, alles irgendwie sammelt. Und unsere Wahrnehmungen wird dort eine wichtige Rolle spielen. Unsere Seele ist der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Und wir leben, Geist und Seele, in einem natürlichen Körper. So ist der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen. Und so Jesus lebt in unser Herz. Sein Wort ist gedacht, unser Herz zu verändern, aber auch unsere Seele Frieden zu bringen, eine neue Siegweise zu geben. Und wenn unsere Seele und Geist in Einklang miteinander zusammenkommen, wow, dann hast du diesen sicheren Anker, der bis hin zu Gottes Thron reicht. Überleg mal, Gott wusste im Vorfeld, es wird Stürme kommen. Gott wusste im Vorfeld, dass die Gefahr, dass wir werden hin und her geworfen und dass wir werden verzweifelt sein, würde uns alle ausgesetzt. So er hat uns zwei Dinge gegeben, seine Verheißung und seinen Wort und schwor über seine Verheißung, ich stehe hinter jeder Verheißung. Ich, Gott selber, bürge für das, was ich gesagt habe. Sieh, für mich, deswegen nehme ich Gottes Wort so ernst in meinem Leben. Ich verstehe nicht immer alles. Und es gibt immer so viel mehr zu lernen. Und wir lernen gemeinsam. Niemand darf behaupten, er blickt durch in aller Weise, in aller Hinsichten. Gemeinsam lernen wir. Aber eins können wir heute Morgen fest sehen. Gott steht hinter sein Wort. Mit seinem eigenen Wort und seinem eigenen Sein. Er schwor auf sich selber, weil es gibt nichts höher als Gott. Und diese zwei Dinge erlauben uns einen festen Anker zu setzen, die nicht hier in der Erde geht, sondern reicht bis ins Himmel. Und da wird unser Anker nicht locker sein. Da wird unser Anker uns festhalten durch jeden Sturm. Vers 19 in Hebräer 6. Welche wir festhalten aus einem sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht bis innerer hinter den Vorhang. Das ist das Schlag der Übersetzung. Bis zum Gottes Thron. Das ist, was der Vorhang gemeint ist. Nicht der Vorhang auf Erde, weil das wurde zerrissen, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Gottes Gegenwart ist jetzt unter uns Menschen. Aber der Vorhang im Himmel, in den himmlischen Thron, wir gehen hinter dort in ein Allerheiligtum, wo Gott selber ist, wo Jesus sitzt zum Rechten des Vaters. Und es macht das ist erstaunlich, es ist eine Anker für unsere Seele, weil da ist, wo wir unsere Geduld verlieren. Da ist, wo wir werden träge sein. Da werden wir beladen sein mit Ängsten und Sorgen und was weiß ich alles. Da können wir lernen, ein fester Anker
fest geankert zu sein im Himmel und wissen, ich halte fest, wie diese Anker mit einer Kette in den Wasser geworfen werden. Ich werfe mein Anker im Gottes Thron und ich halte fest, wie diesen Ketten der Verheißung. Und ich sage, mein Sturm werde ich überleben. Diese Zeit der Ungewissheit, ich werde es überleben. Wenn alles vorbei ist, mein Gott wird mich durchbringen und ich werde besser sein, als was ich heute bin. Weil Gott ist ständig am Wirken in mir und in meinem Leben. Er ist dasselbe in deinem auch. Wir müssen ihm nur Raum geben. Now, in Abschluss. Es sind zwei Aussagen, die uns ein Bild vermitteln im Neuen Testament von hin und her geworfen zu sein. Das eine ist in Epheserbrief Kapitel 4, wo Paulus hat für uns gebetet und hat gesagt, Gott hat Männer und Frauen gegeben, die von Gott begabt sind, um die ganze Gemeinde, um den Gläubigen zuzurüsten, dass wir werden nicht länger Unmündige sein. Das heißt Babys, das heißt nicht fähig, selber Entscheidungen zu treffen. Das ist, was ein unmündiger Mensch ist. Gott möchte, dass du mündig bist. Gott möchte nicht, dass du abhängig bist von jemand anderen, außer ihm selber und sein Wort, der Herr Jesus und der Heilige Geist. Und er sagte hier in Epheserbrief, er hat uns Gaben gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Und dann sagt er, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre. Sieh, du kannst Gottes Wort in dem Sinne falsch auslegen. Und statt die Freiheit Christi zu erleben, du landest irgendwo in Gesetzlichkeit oder in Chaos. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder von uns einen Ort findet, wo du weißt, hier sind Menschen, die vorbildlich sind in ihrem Glauben und auch, wo wir das, was dort gepredigt wird, ist solid. Es ist in Einklang mit Gottes Wort. Es deutet hin immer auf Jesus. Ich kann euch jetzt diesen Hinweis geben. Gesunden Lehrer wird immer Jesus verherrlichen und uns Menschen ein bisschen kleiner machen. Sogenannten biblische Lehrer, die Menschen, ihre Geistlichkeit, ihre Gaben, was weiß ich, irgendwie hochbrillt oder hoch vorstellt. Da musst du aufpassen. Aber Gottes Wort wird uns immer die Fähigkeit geben, Jesus zu sehen. Ein bisschen besser, ein bisschen deutlicher, ein bisschen inniger. Wir wollen nicht hin und her geworfen. Wir wollen nicht wie auf ein offenes Meer, wo unser Leben wird Schiffbruch erleben. Paulus redete von Gläubigen, die Schiffbruch in ihrem Glauben erlebt haben. Die waren hin und her geworfen. Die haben vergessen, um was es wirklich geht. Es geht um Jesus. Es geht um das, was er am Kreuz getan hat. Und es geht um die Aufgabe, die wir haben, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Nicht sein Kreuz. Er hat sein Kreuz für uns stellvertretend getragen. Wir nehmen unser Kreuz auf uns. Und wir folgen ihm nach. Und wir werden lernen, nicht hin und her geworfen zu sein. Es gibt eine Anker, die unser Schiff festhält in dieser sicheren Hafen von Gottes Familie, während der Sturm am Toben ist. Es gibt auch eine zweite Stelle, die uns hilft, das zu verstehen. Der eine, was hervorbringt, dieses Hin und Her geworfen zu sein, ist falsche Lehre, nicht gesunde Lehre. Das andere ist, wenn wir vergessen, was Gott zu uns gesagt hat in seinem Wort. Jakobusbrief, Kapitel 1. Es heißt hier in Vers 6, wenn ein Mensch bittet, dann sollte er im Glauben bitten, ohne Zweifel. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und bei dieses geteiltem Herzen, es ist, wenn wir sagen, die Situation ist schlimm, Gottes Verheißung ist gut, aber ich weiß nicht, welche ich glauben kann. Dieses Hin und Her geworfen zu sein, ist wie ein Schiff ohne Anker auf einem turbulenten Wasser.
Gott hat uns 2 unumstößliche Dinge gegeben, um unumstößliche Gewissheit zu vermitteln. Dinge, die fest sind. Seine Verheißung. Was ist seine Verheißung? Ich bin der gute Hirte. Ich werde für dich sorgen. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich werde alles in dein Leben hervorbringen, was du brauchst. Ich habe einen Preis für dich bezahlt am Kreuz und in der Auferstehung. Das ist, was Jesus uns sagt heute Morgen. Und er hat gesagt, nicht nur gebe ich euch mein Wort, ich habe mein Eid geschworen, dass ich über mein Wort wache. Und ich werde mein Wort in deinem Leben ausfüllen. Wow, erstaunlich. Wir aber sind die Einzigen, die unser Anker festsetzen kann im Himmel. Indem wir sagen, ja Herr, ich nehme es an für mich. Ich möchte nicht hin und her geworfen. Ich möchte nicht auf dem offenen Meer von allerlei verschiedenen, Lehrmeinungen. Nein, ich möchte die kennen durch dein Wort. Und ich werde nicht außer Acht lassen, was dein Wort sagt. Im Licht von meiner Einschränkung, im Licht von was gerade jetzt mehr erlebt ist. Ich halte fest an deiner Verheißung. Und dann wirst du Ausdauer, Beständigkeit, Glauben und Geduld, wie wir gelesen haben im Hebräerbrief. Wenn du die 2 Dinge zusammenbringst, haltet fest, Gott bringt dich durch. Wir haben es gesungen, He's the Waymaker. Er ist derjenige, der einen Weg gebahnt hat. Auch in unser Sturm. Er weiß genau, wie wir rauskommen. So lass mich für dich gerade jetzt beten. Und wir wollen unser Gottesdienst zu Ende bringen. Wir haben noch ein Lied vorbereitet. Aber gerade in diesem Moment, lass mich für dich beten. Wenn du da sitzt heute Morgen und du hast diese Übertragung miterlebt und du sagst ganz ehrlich, Pastor, ich kann nicht sagen, dass ich Jesus bewusst als mein Herr und Heiland, das heißt, als Herr meines Lebens eingeladen habe. Ich habe das nie erlebt. Und vielleicht sagst du, Pastor, wie kann ich das tun? Well, ehrlich gesagt, es braucht nur ein schlicht und ehrlicher, offenes Gebet. Sieh, Gott ist nur ein Gebet entfernt von dir. Er wartet auf dich. Vielleicht hast du es nie gemerkt, aber er wartet nur auf dich. Jesus sagte, ich klopfe an der Tür deines Herzens an. Und wer dieses Anklopfen hört und sein Herz für mich öffnet, ich komme hinein. Wir alle, auch für wir Christen, die manchmal unser Herz ein bisschen hart machen aufgrund von den Situationen. Wir müssen immer dieses Anklopfen Jesu immer gut zuhören. Weil er möchte unser Herzen wieder weich und wieder offen und wieder empfangsfähig machen. Aber an dieser Stelle, wenn du sagst, Pastor, ich habe nie Jesus in meinem Herzen eingeladen, du kannst es jetzt tun. Du musst nur so beten, wie ich jetzt bete. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meinen Schuld. Ich nehme es jetzt an, was du am Kreuz getan hast. Ich nehme es für mich persönlich an. Sei du der Herr meines Lebens. Wenn du das gerade jetzt gemacht hast und du kannst deine eigenen Worte dazulegen, Gott kennt dich durch und durch, dann ist Jesus tatsächlich in deinem Herzen gekommen. Du bist, was das Neue Testament uns vermittelt, ein neuer Mensch, ein neuer Kreator. Gott hat etwas Neues in dir geschaffen. Er hat dir einen neuen Geist und ein neues Herz gegeben. Und jetzt musst du beginnen, ihn zu kennen, ihn kennenzulernen durch sein Wort. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir ihn kennenlernen können, wie er wirklich ist und nicht wie jemand anderen ausgedacht hat, wie Gott sein kann. Und ich freue mich für dich, dass du dieses Gebet mit mir gebetet hast. Und ich sage dir, jetzt bist du auch ein Erbe Gottes. Und alles, was wir angesprochen haben heute Morgen, es ist gültig für dich, gerade jetzt. Und jetzt möchte ich im Abschluss beten für uns als Christen. Ich spüre das manchmal. Ich spüre manchmal den Last von den Unsicherheiten, die ich merke in Geschwistern. Und ich bin im Gebet ständig in diesen Tagen für euch allermeist. Für das, was ich spüre, Gott mir durch mich sagen möchte, weil ich weiß, das wird eine Auswirkung haben in dein Leben, aber allermeist, dass du Gottes Nähe erfährst. So Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute Morgen
Trost und Frieden und Zuversicht vermittelt hast, dass du deine Verheißungen neu lebendig machst für meine Geschwister. Und für die gerade jetzt in so eine schwierige Situation, die das Gefühl hatten, sie sind hin und her geworfen. Ich danke dir, dass dein Wort gibt uns die Fähigkeit, dieser Anker für unsere Seele fest einzulegen, hinter der Kulisse, hinter den Vorhang im Himmel selber, wo unser Schiff auf das offene Meer des Lebens sicher in dieser Hafen wartet, bis der Sturm vorbei ist. Und es wird ein Ende haben. Ihr Lieben, ich sage dir in Jesu Namen, es wird ein Ende haben. Und wenn es vorbei ist, wir werden alle anders sein, weil wir haben Gott in eine neue Art und Weise kennengelernt. Well, ich wünsche euch Gottes Segen. Das ist das Ende von unserem Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen euch segnen mit ein letztes Lied. Danke, Deborah, dass du da bist heute Morgen. Und ich möchte nochmal an Mike und an Lukas und an Martin einen großen Dankeschön zum Ausdruck bringen, weil die sind die treuen Mitarbeiter, die hierher kommen und machen diese Übertragungen möglich. Und es ist ein bisschen seltsam, nur in der Kamera zu sprechen. Und manchmal, ich denke heute, es gab irgendwie eine technische Situation und Mike und Lukas mussten wegrennen. Und du sitzt hier und du hast keine Ahnung, ist das unterbrochen, du gehst nur weiter. So ist es manchmal im Leben, man muss nur weiter gehen. Wissen, Gott wird durch das alles ein Segen hervorbringen. Und das ist unser Gebet, dass dieser Morgen war für euch ein Segen. Lasst uns von euch hören. Und schick uns ein E-Mail. Wie wir gesagt haben, wir sind nicht hier jeden Tag, aber wenn du ein E-Mail sendest, wir schauen jeden Tag den E-Mails an. Telefonisch sind wir nur Dienstagnachmittags und Freitagnachmittags zur Zeit erreichbar, aber alle E-Mails werden täglich angelesen. Danke nochmal für eure Treue. Es hat uns so ermutigt, weil wir wussten nicht, werden wir fähig sein, am dieser Ende des Monats irgendetwas zu zahlen. Und wir waren Gott so dankbar. Und es war durch eure Treue. Und Gott segne euch in eure Geberfreudigkeit, in eure Treue. Bete für uns. Es ist eine Herausforderung auch für uns hier. Und wir beten für und mit euch. Und wir sehen uns Dienstag, diese neuen Woche um 19 Uhr für eine Stunde des Gebets miteinander. Und wir singen dieses letzte Lied für euch. Es ist ein englisches Lied, es heißt With All I Am, mit alles, was in mir ist. Jesus, I belong to you. Jesus, ich gehöre dir an. Into your hands I commit again all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Ooh.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Jesus, wir glauben an dich mit alles, was in uns ist. Und wir danken dir, dass du uns erlaubt hast, an diesem Morgen wieder zusammenzukommen. Danke für deinen Segen auf unser Leben. Und danke, dass du uns auch festhältst, bis wir wieder zusammenkommen. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Und lasst uns von euch hören. Wenn du mit mir gebetet hast, Jesus in dein Leben eingeladen hast, bitte schreib uns, sag uns Bescheid. Wir freuen uns riesig, wenn wir von euch hören. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Gottes Segen und ciao hier vom Gospel Life Center.